Ja, euer Zeug ist ja sehr anspruchsvoll. Schafft ihr noch so Bandproben gemeinsam oder übt ihr die Parts zu Hause? Also wir proben auf jeden Fall gemeinsam. Es ist halt so meistens, dass ich viele Riffs zu Hause vorschreibe und so mittlerweile kann man ja zu Hause auch ohne großartigen Aufwand kann man eben Sachen auch vorproduzieren oder schon mal aufnehmen. Und dann braucht man noch einen Pod oder was weiß ich und Logic oder Cubase und dann programmiert man sich ein paar Drums zurecht und kann schon mal ein bisschen rumexperimentieren. Und so schreibe ich halt viele Riffs zu Hause, nehme die, wenn es geht, halt auf und dann wird das im Proberaum wird das dann weiterverarbeitet und dann kommen neue Ideen von den anderen dazu. Paul ist auch, also der macht eben, wenn ich denke, ich habe einen Riff schon verschachtelt geschrieben, dann setzt er immer noch einen drauf irgendwie. Das ist so Pauls Masche, so, der hat auf jeden Fall auch einen riesen Einfluss noch dann sozusagen auf das Songwriting eben und ja, so funktioniert das eigentlich. Also es wird immer zu Hause ein bisschen vorgearbeitet und dann im Proberaum wird es halt weiterverarbeitet und da sind dann meistens auch alle beteiligt oder zumindest, ja doch, also die Instrumentalfraktion ist dann sozusagen daran beteiligt und versucht das weiterzuentwickeln und jeder versucht seinen Teil dann beizutragen sozusagen. Ja, du bist ja auch für das Konzept der Platte verantwortlich. Thematisiert werden unter anderem Isolation, übermäßiger Konsum und auch die göttliche Komödie von Dante. Findest du, dass die Musik einen, wie soll man sagen, gesellschaftlichen Bezug haben soll? Also ich persönlich finde schon, dass es wichtig ist und so bin ich, wie gesagt, auch mit dieser Musik sozialisiert worden. Also ganz ursprünglich oder grundsätzlich gesagt ist meiner Meinung nach Metal, Punk, Hardcore, das sind Sachen, die ja ein Gegenentwurf zur Popkultur und zum Mainstream waren. Und ich sag mal, dieser Idealismus dahinter, der ist mir persönlich auch wichtig. Und ich finde es auch schade, dass es eben heutzutage so sehr verschwimmt, sage ich mal, dass sich so viele Bands jetzt auf so ein Partyniveau halt irgendwie herablassen, sage ich mal, und einfach hirnrissige Texte darüber schreiben, wie lustig und geil alles ist, wenn man, keine Ahnung, besoffen auf der Party ist, was weiß ich eben. Das ist halt irgendwie, für mich ist das eben so Ibiza- und Ballermann-Niveau und das, keine Ahnung, da kann ich nichts mit anfangen. Da denke ich mir immer, naja, dann legt doch die scheiß Gitarren aus der Hand und verpisst euch auch nach Mallorca und macht auf Boygroup so und lasst die Subkultur wieder eine Subkultur sein, aber gut, das ist halt, das ist eben einfach so eine Entwicklung, aber mir persönlich ist es schon wichtig, dass man unbequeme Themen zumindest irgendwie anspricht. Also es ist natürlich nicht unser Auftrag, jemanden unbedingt zu belehren oder jemandem zu sagen, wie es wirklich läuft, denn wer weiß schon, wie es wirklich läuft, aber zumindest unbequeme Themen, sich damit auseinanderzusetzen, ist, finde ich, wichtig einfach, weil es natürlich immer die neue Blickwinkel eröffnet und ich auch denke, dass es wichtig ist, sage ich mal, immer so ein bisschen seine Umwelt zu hinterfragen und ja, von daher wird das auch weiterhin immer ein Thema sein, sage ich mal, irgendwie gesellschaftliche, soziale Themen, mehr oder weniger. Ja, auf der Digipack-Version der CD ist ja ein Cover von den Deftones, Hexagram. Wie kamst du mit dem Cover? Das war eigentlich eine spontane Idee. Wir wussten, dass wir eine Digipack-Variante machen wollten. Wir wussten, dass wir eine DVD dazugeben und dachten uns einfach, dass es cool wäre, noch einen Bonustrack zu machen. Und wir hatten ewig Bock, mal ein Cover zu machen und das hat sich dann nie ergeben. Und dann war das so eine spontane Idee irgendwie. Ich war mal wieder in einer Phase, wo ich viel Deftones gehört habe. Dann habe ich den anderen das habe ich dann so rumgeschickt und vorgeschlagen. Alle waren einverstanden und zack, haben wir es halt aufgenommen. Das war also einfach eine spontane Idee. Wir hatten einfach Bock, das Digipack noch ein bisschen aufzuwerten, weil sonst ist das natürlich auch, keine Ahnung, wozu eine limitierte Auflage, wenn nicht auch noch ein bisschen einen Mehrwert sozusagen dann also noch dabei ist. Ich meine, neben der DVD dann. Aber war einfach eine spontane Entscheidung und wir hatten schon immer Bock, sowas zu machen. Und mir persönlich macht sowas auch auf jeden Fall Spaß irgendwie. Ja, es bietet einen Mehrwert für den Fan. Auf jeden Fall, ja, genau. Ja, habt ihr noch Berufe in der Band, oder? Ja, jeder von uns, ja. Also gut, Philipp studiert Musikwissenschaften, Paul arbeitet an einem Ticketschalter in der O2 World Arena oder wie es auch immer heißt in Berlin. Daniel arbeitet als Optiker bei Vielmann. Nico arbeitet bei Ben Sherman, verkauft Klamotten und ich mache selbstständig, arbeite ich als Mastering Engineer. Okay. Und ja, müssen uns alle irgendwie über Wasser halten, sage ich mal. Deswegen müssen wir auch zwischen den Touren natürlich arbeiten gehen. Also ihr arbeitet für die Band? Dass ihr auf Touren gehen könnt und spielen also könnt. Wir arbeiten natürlich dafür,
dass wir arbeiten aus dem Grund, aus dem jeder andere Mensch auch arbeitet, um uns eben über Wasser halten zu können und am Leben halten zu können. Und ich sag mal, wir müssen mit der Arbeit, die wir machen, nicht unsere Band finanzieren, aber das, was von der Band übrig bleibt, reicht auch nicht, um das Leben zu finanzieren. Also von daher muss jeder, sobald er wieder zu Hause ist von Natur, auch zusehen, dass er Geld ran schafft und seine Miete bezahlt und Essen und was eben alles dazugehört. Ja, du sprichst ja schon von Tour. Wie sieht ein typischer Tourtag für euch aus? Gibt es sowas? Regelmäßigkeit im Tourtross? Es gibt tatsächlich, auf der Tour besonders ist es so, dass wir echt eine Menge Zeit haben oder immer, wenn man mit dem Bus fährt. Das ist eigentlich recht komfortabel, denn naja, nach der Show wird meistens geladen, dann steigt man in den Bus und schläft und wenn man wach wird, ist man, im Optimalfall steht man schon vor dem nächsten Club und das ist dann jeden Tag so, man kommt meistens schon mittags irgendwie oder vormittags in der nächsten Stadt an, wenn die Strecken jetzt nicht endlos lang sind und hat dann halt eine Menge Zeit. Dann wird die Bühne aufgebaut, Soundcheck gemacht und dann hängt man auch eine ganze Menge rum und macht nichts und jeder beschäftigt sich halt mit dem, worauf er halt Bock hat. Der eine sitzt vor dem Computer und surft im Internet oder spricht mit der Freundin zu Hause. Ich habe viel gelesen jetzt auf der Tour und jeder macht so sein Zeug einfach und ja, dann ist das natürlich, sind wir ja auch auf der ganzen Tour 24 Leute und man hat auch immer jemanden, mit dem man irgendwie abhängen kann und ein bisschen, man quatscht viel, aber man hat wirklich eigentlich relativ viel Zeit auf so einer Tour wie dieser jetzt sozusagen. Und auf der Never Say Die zum Beispiel war das ganz anders, da war selten viel Zeit, da hast du halt 7 Bands, einen riesen logistischen Aufwand sozusagen, endlos viel Technik und Backline und da war immer alles hektisch, riesen Aufkommen an Merch und da war zum Beispiel einfach echt wenig Zeit, sich mal zurückzulehnen und abzuhängen und das ist zum Glück auf der Tour jetzt wieder deutlich entspannter so und von daher gibt es schon einen typischen, es gibt auf jeder Tour pendelt sich das dann so ein, nach ein paar Tagen hat sich so ein Ablauf etabliert und dann weiß man, wer wo anpackt und wer wo mithilft und tja, so läuft das dann eigentlich jeden Tag. Und was liest du gerade? Ich habe 2 Bücher von Charles Bukowski gelesen in den ersten paar Tagen. Einmal Der Mann mit der Ledertasche und Faktotum. Und jetzt habe ich ein Buch gelesen, mir fällt jetzt der Autor gerade nicht ein, das heißt Der Schokoladenkrieg, das ist da, wo ich wohne. Da legen immer Leute Bücher in den Fahrstuhl, wenn sie sie ausgelesen haben. Und manchmal gucke ich dann einfach mal so, was hinten auf der Info steht. Und das scheint mir ein Jugendbuch zu sein. So. Ich habe es aber einfach mal mitgenommen, weil die Story eigentlich ganz interessant sich angehört hat. Und lese das jetzt gerade, ist jetzt nicht der Oberknaller, aber wenn ich ein Buch angefangen habe, muss ich es meistens auch durchlesen. Kann mich dann nicht, kann es einfach nicht weglegen irgendwie so, dass, ja, weiß auch nicht, das haut da nicht so hin. Und ja, sonst, ich lese eigentlich immer gerne Bücher, die auch etwas unbequem sind oder, sage ich mal, die Grenzen des guten Geschmacks auch mal überschreiten oder so. Und das, oder kontroverse Bücher, sowas ja, unterhält mich auf jeden Fall immer ganz gut. Sehr schön. Ja, dann kommen wir schon zu der letzten Frage. Wie sehen die Zukunftspläne für euch aus? Tja, wieder eine Tour in den USA vielleicht? Wir würden ganz gerne wieder in die USA zurück. Es ist momentan nicht gerade einfach, dahin zu kommen. Jeder weiß ja, dass die da drüben genug Bands haben, sage ich mal. Ne? Und von daher ist das auf jeden Fall mit viel Aufwand und auch hohen Kosten verbunden. Wir legen schon Ewigkeiten Geld beiseite, falls das mal wieder klappt. Denn auch das letzte Mal, als wir da waren, sowas kostet einfach eine Menge Kohle. Man muss darüber fliegen und das bezahlt ja keiner für einen. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass man irgendwo einen gönnerhaften Geber hat, der einem dann immer das Geld in den Arsch steckt, damit wir dann 4 Wochen Rock'n'Roll machen können. Irgendwie so. Also das, tja, müssen wir einfach mal schauen, ob sich das jetzt demnächst nochmal ergibt. Ich meine, wir sind viel mit amerikanischen Bands hier getourt und ja, hoffen natürlich auch immer ein bisschen darauf, dass man das auch mal, dass da auch mal den Gegengefallen sozusagen tut, weil man holt ja auch manchmal Bands rüber und sagt so, naja, dann holt uns aber auch mal zu euch und das, ja, da wird immer viel geredet und wenig gehandelt, sage ich mal, und deswegen ist das immer so eine Sache. Aber ansonsten gucken wir jetzt einfach mal, wir haben einen recht entspannten Sommer, spielen nicht so viele Festivals, werden schon ein bisschen anfangen mit Songwriting für eine neue Platte. Ja, weil wir sonst immer sehr kurzfristig schreiben, also wir haben die MMX, glaube ich, in, naja, lass es 6 bis 8 Wochen gewesen sein, in der wir die Platte geschrieben haben. Das war bis jetzt immer so, dass wir uns, ja, eben immer erst kurzfristig, wenn der Zeitdruck sozusagen, wenn er wirklich ansetzt, so dann, keine Ahnung, dann fällt es mir leichter kreativ zu sein, wenn ich sein muss sozusagen so und
Ja, aber diesmal wollen wir halt versuchen, eben einfach vorher schon Songs zu schreiben und sie vorzuproduzieren und irgendwie so gut es halt geht zu Hause, ne, mit den Mitteln, mit den Beschränkten, die man halt so hat, um halt einfach mal zu gucken, dass man Sachen auch mal länger auf sich wirken lässt, ob eben Songs einfach auch längerfristig bei uns selbst sozusagen Anklang finden und im Gehör bleiben. Denn sowas kriegt man ja sonst eben, so richtig kriegt man ein Gefühl eben auch erst für einen Song, wenn man ihn erstmal aufgenommen hat. Und das im Proberaum immer schwer zu beurteilen, wenn man den spielt. So. Und tja, das wollen wir diesmal ein bisschen ausgedehnter machen. Und dann einfach mal schauen. Also wir werden uns, denke ich, eine ganze Menge ausdenken irgendwie für die nächste Platte. Wir wollen irgendwie einen sehr roten Faden, sage ich mal, von Konzept und Artwork und so weiter und so fort. Das wollen wir ein bisschen... Also eine Konzeptplatte, eine komplette? Wahrscheinlich schon, ja. Also wir wollen alles auf jeden Fall etwas fokussierter nochmal angehen. Das war jetzt bei der MMX ja auch schon ein relatives Konzept, aber lose, sage ich mal. Ne? Und das wird eventuell beim nächsten Mal alles etwas fokussierter einfach. Und wir wollen uns einfach ein paar Sachen einfach ausdenken und gucken, worauf wir einfach Bock haben, wo wir uns, womit und wie wir uns halt so verwirklichen können, eben musikalisch und mit dem, was man eben dazu noch machen kann als Band. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall. Ja, sehr Vielen gut. Dank. Vielen Dank. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auch.